Tag 67 in der gleichen Marina in der Corona-Zeit auf Lombok in Indonesien. Willkommen auf unserer Amanda. Ja, eine Art, wie man die Zeit gut rumkriegt, ist abwaschen. Wir haben natürlich keine Geschirrspülmaschine an Bord, also müssen wir von Hand abwaschen und da geht jeden Morgen eine halbe Stunde bei drauf. Wir sind auf dem Weg zum Homeoffice in der Marina. Also wir haben das große Glück, dass wir hier noch so ein bisschen rumfahren können. Also Homeoffice heißt für uns dort oben der Yachtclub, Gott sei Dank. Wo wir deutlich merken, dass es Ausnahmezustand ist, dass wir eben von dieser Insel nicht runter dürfen. Und so wie wir hier an Land kommen, da merkt man ganz deutlich, dass irgendwas komisch ist. Wir waren auf dem Markt, haben Essen gekauft und da haben wir am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man als Fremder nicht so willkommen ist. In Indonesien kursiert das Gerücht in der Bevölkerung, dass Corona von weißen Touristen ins Land geschleppt wurde. Und dass das Gerücht wirklich angekommen ist, haben wir gemerkt, als sich Leute wirklich auf dem Markt von uns weggedreht haben. Wir wollten dort bloß Gemüse einkaufen und Leute haben ihr Gesicht sofort bedeckt, als sie uns gesehen haben uns weggedreht, hinter unserem Rücken getuschelt. Wir haben das Wort Corona mehrere Male gehört. Und die ersten Mal auf dem Markt waren total schön. Vor dieser ganzen Corona-Geschichte, da war alles super, die Leute haben gelacht. Wir haben aber am Festland einen guten Freund, unser Taxifahrer, und der ist überhaupt nicht überzeugt, dass wir gefährlich sind. So, wir machen mal einen kurzen Rundgang durch die Marina. Mal gucken, ob jemand zu Hause ist. Also wenn das auf dich zukommt auf dem Meer und dich kontrolliert, da wird einem anders. Wenn die plötzlich hier liegen mit der schwarzen Farbe, da hat man schon Respekt. Auf jeden Fall habe ich da Respekt. Es sind noch ungefähr 10 Boote hier, auf denen noch Leute wohnen. Die meisten davon sind Australier, die Europäer sind, ja, ich glaube schon seit Wochen alle zu Hause. Stellt sich natürlich die Frage, warum wir nicht so schnell wie möglich nach Hause geflogen sind. Naja, als es diese Rückholaktion gab, waren das andere Leute, für die es dringender war, nach Hause zu fliegen. Und wir haben uns deshalb dafür entschieden zu bleiben. Und wir gehören ja auch nicht zu der Risikogruppe. Da wohnt Rompi, genau. Rompi! Rompi! Ich glaube, der ist schon oben und wartet auf uns wegen Tischtennis. Ich spiele jeden Morgen Tischtennis mit Rompi. Tischtennis ist so eine der Maßnahmen, die die Marina ergriffen hat, um die geistige Gesundheit der Leute hier zu bewahren. Danke dir. Jeden Morgen die gleiche Geschichte. Hier ist jemand angestellt, der hat nichts anderes zu tun, als jeden Morgen, also wirklich jeden Morgen, hier am Strand den Müll zusammenzusammeln. Der Strand ist einfach nie sauber und der wird auch nie sauber. Normalerweise sind hier also bestimmt 50, 60 Leute, normal. Und jetzt ist halt tote Hose. Es gibt keine Dinge, von denen wir so viel finden hier in Indonesien wie Flipflops, einzelne Schuhe. Hello. Hello. High five. High five. Das ist mal schön zu sehen, so typisches indonesisches Essen, Nasi Goreng, Tempeh, Tofu. Also das ist auch unser Stamm-Mittagsrestaurant. Kostet umgerechnet, ein Hauptgericht kostet glaube ich 2 Euro. Also wir dürfen so im Umkreis von 2-3 Kilometern um die Inseln rundherum segeln, hier um die Inselchen und auch einen Anker mal werfen. Und dort haben wir zum Beispiel einen Nachmittag wirklich mal 3 Säcke voll Plastik aufgesammelt am Strand. Die liegen immer noch an Bord, wir wissen noch nicht ganz genau, was wir damit machen sollen. Vor 2 Wochen war das gar nicht normal, dass wir hier langlaufen könnten. Es gab ja tatsächlich einen Fall auf dieser Insel. Und einen Tag später hieß es, der Mann sei gestorben. Er ist nicht gestorben, er wurde aber in Isolation gebracht. Und gleich danach kamen hier Zollbehörde mit dicken Uniformen und Military Boots an und es kam dann sofort zu einem Lockdown auf der Insel Gili-Gili. Der Stelle wurde es für uns dann mal wirklich interessant mit dem Essen, weil Gili-Gili ist so klein, die haben keine eigene Landwirtschaft. Also alles, was an Essen auf Gili-Gili kommt, muss von Lombok kommen, vom Festland. Wir hatten Gott sei Dank noch Essen auf dem Boot von der Pazifiküberquerung.
Also wir haben dann im Endeffekt nachher ja alte Fleischdosen aus Deutschland noch gefunden, die wir gegessen haben. Was haben wir noch gegessen? Ja, Hühnchenfleisch aus Panama. Dann gab es irgendwie von der Karibik gab es auch was. Man sagt, der Mindesthaltbarkeitsdatum kann man gut eine Woche überschreiten. Wir hatten Konservendosen, die waren 2 Jahre überlagert, glaube ich. Glaube ich, ja. Und das, ja, war jetzt kein Genuss, aber wir leben noch. Hier mal unser Homeoffice. Wir haben es nicht ganz schlecht, oder? Wir können uns eigentlich nicht so doll beschweren. Ja, wenn man dann zwischendurch auch rostige nicht Hermetik, sondern Konservendosen isst, kann man sich ja manchmal auch so einen Cappuccino gönnen. Und der ist hier sehr lecker. Prost, lecker Cappuccino. Ganz viele Grüße in die Heimat nach Mecklenburg. Ich hoffe, wir sehen euch im September. Viele liebe Grüße schicke ich euch. Ganz viele Grüße an unsere Verwandtschaft, an unsere Freunde. Haltet die Ohren steif. Tschüss. Tschüss.